Hallo, heute ist Samstag, der 10. Juli 2021. Die Theorie rund um toxische Maskulinität und toxische Weiblichkeit habe ich ja nun abgeschlossen. Den Link zu der Videoreihe über das Thema packe ich euch hier oben in die Infoleiste. Da könnt ihr die Videos dazu in Ruhe nochmal ansehen, wenn euch das interessiert. Aber Achtung, ich warne euch vor, bringt etwas Zeit mit, denn diese Videos sind etwas länger. Nun breche ich auf ins nächste Kapitel und damit endlich in die Praxis. Schließlich habe ich ja ganz am Anfang angekündigt, dass ich darüber sprechen will, wie ich versuche, aus solchen toxischen Mustern herauszukommen. Im März 2019 habe ich nämlich eine Therapie angefangen und will jetzt mal skizzieren, wie es mir da so ergangen ist. Der Grund, weshalb ich damit angefangen habe, hatte übrigens gar nichts mit toxischer Maskulinität und auch nicht mit toxischer Weiblichkeit zu tun. Ich habe vielmehr eine Therapie aufgesucht, weil ich an nichts so richtig Freude hatte. Mir kam mein Leben vor wie eine graue Linie, die irgendwie ereignislos immer weiter geradeaus ging, bis sie irgendwann erlöschen würde. Das klingt erstmal unspezifisch. Irgendwas mit mangelnder Lebensfreude, depressive Tendenzen oder so. Depressionen sind für die Psychologie sowas wie für die Allgemeinmedizin, die Kopfschmerzen. Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber der Grund dafür könnte halt alles Mögliche sein. Nachdem ich eine ganze Weile alleine vor mich hingewerkelt und versucht habe herauszufinden, was denn bei mir im Argen liegen könnte, habe ich irgendwann doch eingesehen, dass ich alleine nicht richtig weiterkomme. Als Therapieform habe ich mich für ein psychoanalytisches Verfahren entschieden, weil ich einfach ein Kopfmensch bin und etwas verstehen möchte, bevor ich etwas annehmen und auch ändern kann. Wer mir mit so Ideen daherkommt wie schreibe auf, welche Stärken du so hast und liest dir die Liste anschließend 3-mal am Tag durch, den kann ich einfach nicht ernst nehmen. Das geht mir dann so in die Richtung Autosuggestion. Zum Teufel, sprich mir nach! Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein! Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein! So ist es. Ich bin ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Jawohl. Die erste Zusage, die ich dann erhalten habe, war die für eine psychoanalytische Gruppentherapie. Und meine erste instinktive Reaktion war, nope. Mein privatestes Zeug vor irgendwelchen fremden Leuten auspalavern? Niemals, auf gar keinen Fall. Never ever, tschüss mit Üs. Bei Therapiegruppen, da weiß ich nicht, da habe ich so Bilder im Kopf. Herr Dr. Giesebrecht, Sie sind jetzt Herr Wegner und haben Frau Mengelberg einen Klaps gegeben. Ach so. Naja, die will das ja nicht anders. Herr Dr. Giesebrecht, Sie sind ja wohl das primitivste, Herr mieseste Wegner, und dümmste, Frau Mengelberg, was hier so Sie sprechen rumsitzt. jetzt mit Herrn Wegner. Sie kriegen gleich eins hinten drauf, Frau Mengelberg. Herr Dr. Giesebrecht, Hinten drauf. Herr Dr. Giesebrecht. Frau Mengelberg. Hinten drauf kriegen Herr Sie Dr. eins, Frau Giesebrecht, Mengelberg. Sie sind ja wohl das Frau Dümmste, Mengelberg, was hier so Frau rumsitzt. Mengelberg. Dr. Nein, Giesebrecht ist Frau ja wohl das Mengelberg, Sie sprechen primitivste. jetzt mit Frau Mengelberg. Aber zum Glück habe ich nicht sofort eine Absage zurückgeschrieben, sondern habe erstmal in Ruhe darüber nachgedacht, warum ich eigentlich immer so ruppig auf Abstand gehe, wenn mir jemand mit Gruppenangeboten um die Ecke kommt. Das war nämlich nicht das erste Mal. Für meine transbezogene Begleittherapie wollte mir eine Therapeutin auch eine Therapiegruppe andrehen. Die habe ich damals aus derselben Begründung abgelehnt. Aber schließlich habe ich mir einen Ruck gegeben und habe zurückgeschrieben, dass ich es mal versuchen möchte. Vielleicht waren meine Vorbehalte ja unbegründet und wenn es nichts für mich ist, weiß ich hinterher wenigstens, warum es nichts für mich ist. Einmal wöchentlich eine Sitzung mit 10 Klienten, in Sachen Geschlecht und Alter übrigens bunt gemischt, und 2 Therapeuten. Eine Frau, ein Mann. Heide Witzka. Bei den probatorischen Sitzungen, also diesen anfänglichen Kennenlerngesprächen mit den Therapeuten einzeln ohne die Klienten, kam die Therapeutin recht schnell zu der Vermutung, dass ich offenbar keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen hätte. Meine erste Reaktion, die ich natürlich nicht laut ausgesprochen hatte, war: Was? Gefühle? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich will hier diese mangelnde Lebensfreude wegmachen und nicht mich mit so einem Scheiß beschäftigen. Also, Gefühlen habe ich offenbar keine besonders große Bedeutung beigemessen. Aber so grundsätzlich war der Umgang mit der Therapeutin sehr freundlich. Sie stellte auch fest, dass ich selbst so fröhlich und ausgeglichen rüberkäme. Aber abseits davon hatte sie auch den Eindruck, dass ich früher sehr viel allein gewesen wäre. Ja, kommentierte ich gedanklich und dachte daran, wie ich mich so in den vergangenen Monaten eingeigelt hatte. Könnte also hinhauen, aber warum sollte das ein Problem sein? Der Therapeut hingegen hatte so eine ganz beunruhigende Art, mich zu durchschauen, glaubte ich jedenfalls. Meine typische oberflächliche Freundlichkeit
schien an ihm einfach abzuprallen. Er lächelte auch nicht zurück, machte also bei meinem Spiel überhaupt nicht mit, sondern kam ohne Umschweife direkt zur Sache. Er stellte verschiedene Nachfragen, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten und sich auch nicht direkt aus meinen Erzählungen heraus ergaben. Vielmehr kam es mir so vor, als ob er von Weitem den Braten bereits riechen würde und schon einmal ein paar Zielpunkte auf der Landkarte vormarkierte. Dann stellte er ganz unvermittelt nach einer Weile die Frage, ob ich mich überhaupt mögen würde. Und ich habe so das Schnurzigste geantwortet, was man antworten kann. Ja, schon, theoretisch zumindest. Heißt also übersetzt, solange ich allein mit meinem Kopf und meinen Theorien bin, ist alles gut mit meinem Verhältnis zu mir selbst. Meistens zumindest. Aber wenn es zum praktischen Feldtest hinaus zu anderen Menschen geht, dann zerbröselt diese Selbstsicherheit ganz schnell mal. Zumindest der Therapeut machte auf mich den Eindruck, als könnte er mir etwas über mich beibringen. Und gleichzeitig wirkte er nicht wie jemand, der sich verarschen oder sich mit der erstbesten Antwort abspeisen ließ. Er schien mir jemand zu sein, der so lange Nachforschungen anstellen würde, bis er anstelle einer erstbesten die ehrliche Antwort bekam. Das versprach unbequem und anstrengend, aber auch nachhaltig zu werden. Also sagte ich letztlich zu. Allein weil er mit dabei sein würde, konnte es schon kein kompletter Reinfall werden, dachte ich mir so. Dann ging die eigentliche Therapie los. Ich war ziemlich eingeschüchtert von dem ganzen Setup. Da sitzen im Extremfall 12 Leute im Kreis. Das heißt, 11 Augenpaare starren dich an, sobald du irgendetwas sagst. Die ersten Stunden habe ich darum auch gar nicht erzählt, also abgesehen von meiner kleinen Vorstellung am Anfang, sondern ich habe nur zugeschaut und erstmal gelernt, wie das eigentlich alles so abläuft. Ich hatte ja noch nie eine Gruppentherapie gemacht. Wie die Leute sprechen, wie sie antworten, wie die anderen dann damit umgehen. Ich habe gewissermaßen erstmal ihre Sprache gelernt, so habe ich das hinterher beschrieben. Aber ich habe auch den Therapeuten auf die Finger geschaut, um zu verstehen, was die denn versuchen zu bewirken und wie sie an die Sache herangehen. Zu meiner Enttäuschung traten die Therapeuten in der Gruppe eher weniger in Erscheinung. Das ist jetzt vielleicht auch einfach der Stil bei uns, bei anderen könnte das anders sein, weiß ich nicht. Aber bei uns ist das so, dass wir uns hinsetzen und dann nach einer kurzen, manchmal auch etwas längeren Stille, fängt jemand von den Klienten an, etwas zu erzählen. Eine Sache, die passiert ist, ein Erlebnis, vielleicht wird nochmal etwas aus der vorherigen Stunde aufgegriffen etc. Also kurz gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die anderen reagieren dann auf das Thema, fragen nach, äußern ihren Eindruck, spiegeln zurück, wie das Erzählte bei ihnen gerade ankommt, tragen vielleicht auch eigene Erlebnisse bei. Nur ab und zu kommt dann so eine Stimme aus dem Off gewissermaßen. Dann gehen die Therapeuten an einer bestimmten Stelle mehr in die Tiefe, werfen etwas ein oder wenn sich vielleicht auch ein Gruppenteil zu sehr an einem Thema festbeißt, dann holen sie den Rest der Gruppe wieder mit dazu und stellen eine allgemeine Frage in den Raum, zu der sich dann wieder alle äußern können. Ansonsten sind sie eher zurückhaltend und lassen uns das alles lieber selber austüfteln. Also habe ich sehr bald angefangen, das Vorgehen der Therapeuten zu kopieren. Ich habe mich an den Themen der Leute beteiligt, aber erst einmal nur in der Rolle des Fragenstellers. Erstmal wollte ich besser verstehen, was denn bei denen so im Argen lag. Zusätzlich habe ich mir jede Menge Bücher besorgt und Vorträge gehört und so eine theoretische Grundlage erlernt, mit der ich dann auch arbeiten konnte. Diese Theorien habe ich dann auch manches Mal mit eigenen Erfahrungen oder auch mit den Gruppenerzählungen abgeglichen und so ein Bild daraus gemalt, wie denn so gewisse Psychopathologien oder psychologische Dynamiken vielleicht aussehen könnten. Im Grunde habe ich mich in die zweite Reihe zu den Therapeuten gesetzt und habe mit ihnen zusammen versucht, die Gruppe zu analysieren. Gerade der Therapeut hat, wenn er denn mal was gesagt hat, vor allem gern Aufdeckungsarbeit gemacht. Das heißt, er hat durch gezieltes Nachfragen so den Weg gewiesen, wo wir mal hinschauen sollten bei uns selbst und wo vielleicht ein Problem begraben liegen könnte. Er hat aber auch gern mal unsere Glaubenssätze herausgefordert und hat uns mit unbequemen Dingen konfrontiert. Die Therapeutin war dagegen mehr die emotionale Unterstützung, die immer die Perspektive eines jeden von uns einnehmen und zurückspiegeln konnte. Egal, wo man sich gerade mit den eigenen Erzählungen befand, man konnte die Therapeutin immer an seiner Seite wählen. In dieser Anfangszeit habe ich mich sehr oft an den Therapeuten gehängt, weil seine Fragetechnik bei mir selbst das meiste gebracht hat, wie ich fand. Ein paar Mal habe ich auch ein paar seiner Fragen selbst abbekommen. Das war immer anstrengend, aber auch aufschlussreich.
Ich glaube, ich habe einfach versucht, diese Technik selbst zu erlernen, um sie dann daheim in Ruhe bei mir selbst anzuwenden. Obwohl das jetzt erstmal sehr passiv klingt, hat das schon ziemlich viel in Gang gesetzt bei mir. Also teilweise hatte ich den Eindruck, dass diese ganze Atmosphäre und das Sprechen und das Hören selbst schon ausreichten, um mit der Zeit irgendetwas in mir aufzuweichen. Im Laufe des ersten halben Jahres sind mir jedenfalls reihenweise Erinnerungen in den Sinn gekommen, an die ich schon ewig nicht mehr gedacht hatte. Trotzdem, dass ich nicht so viel von mir erzählt habe, habe ich durch meinen Analysestil recht schnell durchblicken lassen, was denn meine eigene erste Assoziation so ist, wenn ich irgendein Stichwort gehört habe. Scheiß Unterbewusstsein. Man hieß es von der Gruppe, wenn ich gerade eine Deutung versuchte, ich würde wohl gerade von etwas sprechen, was mich selbst umtreibt. Das hat mich tierisch geärgert, weil mir das selbst gar nicht so vorkam. Darum habe ich zwischendurch eine Phase gehabt, wo ich aufgehört habe, mich so ungefragt aufzudrängen. Eine Weile war ich still, dann wieder aktiver, mal konfrontativer. Im Laufe der Zeit bin ich so durch viele verschiedene Phasen gegangen. Das gilt übrigens auch für meine eigene Einstellung zur Therapie selbst und was sie mir bringt. Mit schöner Regelmäßigkeit war ich in der "Was soll das eigentlich alles bringen" Phase. Da war ich frustriert und hielt die Therapie einfach für verschwendete Zeit. Aber dann kam auch immer wieder eine Phase, wo ich überzeugt war, dass ich Riesenfortschritte mache. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das Gruppensetting eigentlich funktionieren sollte. Da sitzen ja 10 Klienten, die in 1,5 Wochenstunden versorgt werden müssen. Von 2 Therapeuten parallel. Klingt unmöglich, wie sollte das gehen? Aber Gruppentherapie ist halt nicht so wie bei einer Einzeltherapie, wo jede Person nur von den Therapeuten behandelt wird und die anderen stecken derweil ihre Hände in die Hosentaschen. Eigentlich ist es ein kleiner Mikrokosmos, in dem man das eigene Verhalten und das Verhalten der anderen live beobachten kann. Wenn man anfangs nicht viel mehr weiß als "irgendwas stimmt nicht bei mir", dann ist doch völlig unklar, in welche Richtung man eigentlich suchen muss. Da ist so eine Gruppe ein super Startpunkt, denn hier tritt man als Person auf, wie man es in einem anderen sozialen Umfeld ja auch machen würde. Auch in so einer Gruppe gibt es verschiedene Sichtweisen, Strategien und Uneinigkeit und es gibt auch mal Knatsch. Da nimmt dann jede Person unbewusst eine Position ein und das sagt eine Menge. Wer versucht, die Gruppe in welche Richtung zu lenken? Wer gerät immer wieder mit wem aneinander und worum geht's dann dabei? Welche Muster zeigt jemand anderes immer wieder? Welche Rollen nehmen wir voreinander ein? All das sind Dinge, die passieren völlig automatisch und das sind bereits die ersten sichtbaren Folgen, die tief unter der Oberfläche tatsächlich zu einem eigenen Problemkern führen. Man muss also noch gar nicht wissen, was mit einem los ist. Das eigene Verhalten führt einfach unweigerlich zum Problemherd. Das ist halt das Charmante daran. Damit ist diese Form der Therapie überhaupt nicht abhängig davon, dass man schon irgendwas über sich weiß. In Selbsteinschätzungen kann man ja phänomenal daneben liegen. Wenn mich die Therapeuten zum Beispiel zu Beginn gefragt hätten, ob ich denn ein Problem damit hätte, vor anderen zu sprechen, dann hätte ich an sowas wie Vorträge gedacht. Vor denen hatte ich ja während der Schule und im Studium ziemlichen Bammel. Inzwischen kriege ich das aber ganz gut hin. Drum hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ach, vor anderen zu sprechen fällt mir inzwischen nicht mehr besonders schwer. In der Therapiegruppe kam allerdings die harte Realität unverschnörkelt ans Tageslicht. Die Realität war nämlich, dass ich von mir aus überhaupt nichts erzählt habe. Umgeben von so vielen anderen Menschen, die alle eigene Probleme hatten und Zeit dafür brauchten, da war auf einmal alles ganz anders als beim Schulvortrag. Da ging es nicht um Geschichte oder um die Vorstellung eines Forschungsthemas, sondern um mich selbst als Person. Auf einmal passierte Folgendes. Mein eigenes Anliegen trat in den Hintergrund, sobald ich im Stuhlkreis saß. Mir ist dann ernsthaft nichts Wichtiges eingefallen, worüber ich gerade sprechen wollte. Wenn ich dann doch mal irgendwas erzählt habe, mussten mir die anderen durch penetrantes Nachfragen jedes Wort aus der Nase ziehen, als wollte ich gar nicht erzählen und stattdessen lieber weiter in der 2. Reihe bei den Therapeuten sitzen und mich mit den anderen befassen. Die anderen und die Therapeuten konnten mir also live beim Unsichtbarwerden zusehen und mich natürlich auch mal darauf ansprechen. Also meine Selbsteinschätzung, die ging halt deswegen so meilenweit an der Realität vorbei, weil ich das, was wir in der Gruppe machen, vorher einfach noch nie gemacht habe. Die Gruppe war das praktische Testgelände, auf dem meine theoretischen Annahmen eine krachende Bruchlandung hinlegen konnten. Das war jetzt erstmal so ein kleiner Bericht, wie denn der Einstieg in meine Gruppe so aussah und wie es mir anfangs so ergangen ist. In den nächsten Videos möchte ich nun etwas genauer ins Detail gehen und ein paar meiner Erkenntnisse teilen, zu denen ich dank der Therapie so gekommen bin.
Und ich werde das Ganze auch mit Szenen nachspielen, natürlich keine echten Szenen, die sich bei uns so zugetragen haben. Schließlich habe ich eine Schweigevereinbarung unterzeichnet, aber das Prinzip will ich mit anderen Themen und anderen Darstellern mal verdeutlichen. It's Dino Time. Allerdings immer mit dem Hinweis, ja, das hier sind meine Erlebnisse und meine Erkenntnisse. Die sollen dabei helfen, einen Eindruck zu vermitteln, wie das denn so ablaufen könnte, aber nicht ablaufen muss. Nicht zuletzt, was eine Therapie bei einer Person auslöst, hängt vor allem von der Person ab. Was die Person sucht, was sie umtreibt und wofür sie auch die Zeit in der Therapie nutzen möchte. Darum kann das natürlich bei anderen, selbst bei den anderen in meiner eigenen Gruppe, ganz anders sein. Aber da ich halt so ein Typ bin, der gerne unfassbare Dinge irgendwie fassbar macht, wollte ich euch so eine Erfahrung mal exemplarisch ausführen. Bestimmt gibt es da draußen Menschen, die Vorbehalte haben oder sich nicht so recht vorstellen können, wie das denn funktionieren soll. Bei Psychoanalyse haben andere ja vielleicht auch andere Bilder im Kopf. So, Herr Frobel, worauf meinen Sie, sind Ihre Kontaktschwierigkeiten denn zurückzuführen? Das sollen Sie doch rausfinden, Sie blöde Sau! Das war's dann also für heute. Macht ihr auch irgendwie Therapie oder könnt ihr zur Psychoanalyse oder Gruppentherapien vielleicht auch eigene Erfahrungen beisteuern? Wenn ihr irgendetwas dazu mitteilen möchtet, nutzt gerne die Kommentare unten und ansonsten verbleibe ich euch mit gruppentherapeutischen Grüßen. Euer Kater Schnurz.